Hallo, seid gegrüßt bei einer Folge von Andys Deutsch Spezial. Wir befassen uns heute mit dem Thema Ostern. Ja, das Osterfest findet gerade statt und ich möchte euch einfach ein paar Wörter beibringen, die ihr zu diesem Osterfest braucht und euch auch erzählen, wie ich persönlich Ostern feiere oder wie man in Deutschland Ostern feiert. Also das ist natürlich, wie ich immer sage und wie es auch ist, regional abhängig. Das hängt von der Region ab. Aber ich kann euch erzählen, wie ich persönlich zum Beispiel Ostern feiere oder wie man in meiner Familie Ostern feiert. In diesem Jahr wird es ein bisschen anders sein durch die Situation, die ihr ja auch kennt, durch das Coronavirus. Es ist mir zum Beispiel nicht möglich, mich mit meiner Familie zu treffen, aber so dazu kommen wir gleich zu Traditionen, die mit Ostern in Deutschland verbunden sind oder mit Ostern ganz speziell bei mir. Ich möchte euch aber ein paar Wörter beibringen, die vielleicht wichtig sind. Fangen wir doch einfach mal mit den Tagen an. Und zwar der Sonntag vor Ostern, der nennt sich auf Deutsch Palmsonntag. Der Palmsonntag. Heute sind wir ganz klassisch unterwegs mit einer Tafel, ja, die in dem Raum hängt, in dem ich für euch die Programme von Andys Deutsch produziere. Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen. Ich gebe mir Mühe. Der Palmsonntag. Palmsonntag. Also, das ist vom Wort die Palme. Die Palme. Schaltet bitte wieder die Untertitel an, dort könnt ihr alles ganz genau sehen, was die Wörter heißen. Untertitel habe ich auf Englisch, Deutsch und Polnisch. Wenn jemand Lust hat, könnt ihr gerne Untertitel auch in eurer Sprache hinzufügen. Ich kann euch eine SRT-Datei schicken und die könnt ihr dann in eure Sprache übersetzen, wenn ihr möchtet. Müsst ihr natürlich nicht. Der Karfreitag. Das ist der Freitag, der zu Ostern gehört. Ups, jetzt können wir eigentlich auch noch den grünen Donnerstag hinzufügen. Der kommt eigentlich vor dem Karfreitag. Machen wir den Karfreitag kurz weg. Sprechen wir über der grünen Donnerstag. Grünen Donnerstag. Achtung! Gründonnerstag wird eigentlich nicht mit einem Artikel verwendet. Also wir sagen einfach nur Gründonnerstag. Dann gibt es noch, ja, wie ich schon sagte, Karfreitag. Der Karfreitag. Der Karfreitag. Ich hoffe, man kann das gut lesen. Weiter sprechen wir über den Kar-Samstag oder den Ostersamstag. Das ist regional unterschiedlich. In der Region, aus der ich persönlich komme, das ist Ostdeutschland, Brandenburg, in der Nähe von Cottbus, spricht man über den Ostersamstag. Aber wir schreiben beides einfach mal auf. Sind wir mal so frech. Der Kar-Samstag und natürlich der Ostersamstag. Ostersamstag. Das dürft ihr euch kurz abschreiben, wenn ihr möchtet. Kann auch Stopp machen. Ich wiederhole nochmal in der Zeit. Der Palmsonntag kommt von der Palme, der Gründonnerstag, der Karfreitag und der Kar-Samstag. Die Palme machen wir mal kurz weg. Und nehmen noch den Ostersonntag, der Ostersonntag. Ostersonntag. Und der Ostermontag. Na, will wieder nicht. Ostermontag. Das sind die Tage, mit denen ihr an Ostern zu tun habt. Wir machen es hier nochmal ins Bild rein, um die komplette Reihenfolge mal herauszufinden. Diese Tage sind recht wichtig. Ich schreibe einfach mal Nummern dran. 1, um die Reihenfolge zu zeigen. 2, 3, 4,
5, 6. Genau so sieht das aus. Also noch einmal der Palmsonntag, der Gründonnerstag, der Karfreitag, der Kar-Samstag, der Ostersonntag und der Ostermontag natürlich. Jetzt möchte ich ein paar Wörter, die für euch nützlich sein können, mit euch besprechen. Und zwar gucken wir doch einfach mal, was an Ostern sehr häufig, ich beziehe mich hier großteils auf Deutschland. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr natürlich gerne wieder in die Kommentare schreiben. Und ich versuche euch auch eure Fragen zu beantworten, wenn ihr Wörter habt, die in eurem Land wichtig sind und die gerne kennen wollt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Okay. Machen wir los. Und das Wichtigste an Ostern für viele Leute sind ja die Ostereier. Also das Osterei oder Plural die Ostereier. Ostereier. So, okay, die Ostereier. Dann gibt es noch den Osterhasen. Der Osterhase. Ja, was können wir noch nehmen? Das Schokoladenei zum Beispiel. Der Schokoladen-Osterhase. Ja, was könnte ich noch nehmen? Das Osterküken. Ja, und für religiöse Leute die Ostermesse oder der Ostergottesdienst. Für Katholiken wahrscheinlich die Ostermesse. Und natürlich der Ostergottesdienst. Der Ostergottesdienst. Ja, so viel dazu. Momentan fallen mir keine weiteren Wörter ein, die ich euch speziell zum Osterfest geben könnte. Deshalb erzähle ich einfach ein bisschen was über Ostern in Deutschland, Ostern in meiner Familie, in unserer Tradition, Familientradition. Und zwar ist es in Deutschland so, dass Karfreitag frei ist. Also Karfreitag ist ein Feiertag, Ostersonntag ist ein Feiertag und Ostermontag. Also es sind praktisch 4 Tage frei. Man trifft sich mit der Familie. Es ist auch so, dass es in Deutschland für die Kinder Geschenke gibt. Traditionell suchen die Kinder Eier, also die Eltern und Verwandten verstecken Eier und man sucht dann die Eier im Garten oft, ja. Es sei denn, es gibt Schnee, manchmal ist ja Ostern Schnee. Dieses Jahr, denke ich mal, gibt es keinen Schnee. Man sucht Eier im Garten großteils, bekommt kleine Geschenke, ist aber nicht überall so. Auf der Welt, soweit ich weiß, aber in Deutschland ist es so Tradition. Einige Leute gehen auch Ostersonntag um 6 in die Kirche. Ich persönlich bin evangelisch. Dort gibt es auch um 6 Uhr morgens einen Gottesdienst. Wer möchte, also es ist wie gesagt ein religiöses Fest, aber meine Familie ist eigentlich, soweit ich weiß, an Ostern sehr selten in die Kirche gegangen. Was wollte ich noch dazu sagen? Ja, man trifft sich mit der Familie normalerweise, isst zusammen und besucht Verwandte, ja, und verbringt einfach die Zeit zusammen. Man färbt auch Eier, ja, das Eierfärben, das kann ich euch natürlich noch aufschreiben. Ich mache einfach mal das Osterei weg und schreibe einfach Eier färben, Ostereier färben. Färben. Oder ein Substantiv, das Eier färben. Färben. So, machen wir es einfach. Ja, also man färbt zusammen Eier
Und ja, so sieht das aus. Und es gibt, die Eier werden dann anschließend versteckt und die Kinder suchen diese Eier dann. Wollte ich noch etwas dazu sagen? Ja, das war eigentlich alles. Man besucht seine Verwandten. Irgendwas hatte ich noch auf der Zunge. Okay, gut. Also so viel zu Ostern. Dieses Jahr wird Ostern etwas anders aussehen, denke ich mal, da viele Leute ja ihre Familie vielleicht nicht besuchen können. Ich persönlich bin in der Situation. Und dass man zum Beispiel soziale Kontakte begrenzen soll. Deshalb treffen sich die Leute, denke ich mal, eher weniger. Okay, gut. Also in diesem Sinne wünsche ich euch schöne, frohe Ostern und alles Gute, viel Spaß, Erfolg beim Lernen und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Wenn ihr Fragen habt, stellt diese Fragen bitte. Danke, tschüss.